Das Kernstück der meisten Imagefilmproduktionen sind die Dreharbeiten. In diesem Video erfährst du meine 5 wichtigsten und vielfach erprobten Tipps für einen gelungenen Imagefilm-Dreh. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei MindNap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNap. Ein Klassiker und häufig der erste Film, den eine Firma produziert, ist der Imagefilm. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie Imagefilme gestaltet sein können. Wenn du noch nicht sicher bist, was du in deinem Film überhaupt zeigen willst, habe ich am Ende noch einen kleinen Tipp für dich. In diesem Video soll es um die einfachste und wohl auch häufigste Form des Imagefilms gehen, den interviewbasierten Imagefilm. In dieser Art des Films kombinierst du Interviews, Schnittbilder, Musik und eventuell einen Offsprecher. Im Laufe des Videos mehr dazu. Bevor du anfängst zu drehen, solltest du so genau wie möglich wissen, was du eigentlich drehen willst. Dabei können dir ein Treatment, ein Skript, ein Storyboard oder eine Shotlist helfen. Wenn du planst, einen Offsprecher zu verwenden, ist das nochmal zusätzlich wichtig. Im Treatment schreibst du alle Informationen, die du in deinem Film haben willst, als Stichpunkte auf. Ein Skript enthält stärker ausformulierte Sätze, ein Storyboard besteht aus Skizzen von Einstellungen, die du drehen willst, und eine Shotlist ist eine einfache Liste der Einstellungen, die du zeigen willst. Mindestens ein Treatment und eine Shotlist solltest du bei jedem Imagefilm-Dreh dabei haben. Nichts ist so ärgerlich und peinlich wie technische Probleme beim Dreh. Sie kosten Zeit und damit Geld. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, dass du alles, was sich vermeiden lässt, auch vermeidest. Also, check deine Technik vor dem Dreh. Aber auch bezogen auf deinen Drehort kannst du Dinge vorab klären. Ist Strom vorhanden? Gibt es einen ruhigen Ort für ein Interview? Stehen Parkplätze zur Verfügung? Solche und andere praktische Dinge kannst du vorab klären. Frag dich einfach, was könnte technisch schiefgehen und versuch darauf Antworten zu finden. Die Erfahrung zeigt, Interviews sollten nach Möglichkeit immer zuerst gedreht werden. Warum? Erstens, ohne Interviews kein interviewbasierter Imagefilm. Zweitens, je nach Interviewpartner können Interviewdrehs viel länger dauern als geplant. Außerdem sind deine Protagonisten am Anfang des Tages noch frisch. Und der dritte Grund, im Laufe des Interviews können noch zusätzliche Ideen für Schnittbilder entstehen, die du berücksichtigen solltest. Tipps dazu, wie du Interviews erfolgreich führst, findest du übrigens in unserem hier verlinkten Video oder in der Videobeschreibung. Schnittbild oder B-Roll ist die Bezeichnung für alle Aufnahmen, die nicht Interviews sind. Sie werden eingesetzt, um Inhalte zu illustrieren und deinen Film abwechslungsreicher zu machen. Hier ist der Platz für kreative Bildideen. Drohnenaufnahmen, Zeitraffer, Details und Co. Während dein Interview läuft, kannst du sie verwenden, um zu schneiden, ohne dass das im Bild auffällt. Wenn du planst, mit einem Offsprecher zu arbeiten, brauchst du unbedingt Schnittbilder und solltest extra viel Zeit für die Planung einer Shotliste und eines Storyboards und natürlich auch am Dreh einplanen. Egal wie gut du planst, es kann nie schaden, auch spontan reagieren zu können. Als Orientierung dafür dient die 5-Shot-Regel. Schau dir die Szene an und versuch danach 5 unterschiedliche Einstellungsgrößen zu filmen, mit denen die Punkte was, wer, wie, wo und wow beantwortet werden. Also, was macht die Person vor der Kamera, typischerweise als Detail? Wer ist die Person, also eine Nahaufnahme von vorne? Wie tut sie das, was sie tut? Etwas weiter weg, eventuell im Zusammenspiel mit anderen. Wo befinden wir uns? Also eine Aufnahme von weiter weg. Und wow, der ungewöhnliche Blickwinkel. Zur 5-Shot-Regel und Bildkomposition gäbe es noch extrem viel zu sagen, was den Rahmen dieses Videos eindeutig sprengen würde. Wenn dich das Thema interessiert, schreib es mir in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann schon bald ein vertiefendes Video genau dazu. Das waren meine 5 wichtigsten Tipps, die du bei jedem Imagefilmdreh berücksichtigen solltest. Sie ersetzen natürlich keine Ausbildung, denn Übung macht den Meister. Gerade weil der Imagefilm so wichtig für die Außendarstellung eines Unternehmens ist, würde ich daher immer empfehlen, über die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Videoagentur nachzudenken. Egal wie du jetzt weitermachen möchtest, hier ein kleiner Tipp, was dein nächster Schritt sein könnte. Wenn du einen Imagefilm für dein Unternehmen produzieren willst, aber noch nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst, schau unbedingt in unser hier verlinktes Video zu den 10 Tipps für ein professionelles Imagefilm-Konzept rein.
Das Konzept ist die absolute Grundlage für deinen eigenen Dreh oder ein erfolgreiches Briefing an eine Filmproduktionsfirma. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da und wenn du in Zukunft über Videomarketing für Unternehmen auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere unseren Kanal. In dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Video bei MindMapped mit Videos mehr erreichen.